Herzlich willkommen, bald steht der Super Bowl an. Ich liebe ja diese Sportevent. Bei meiner Frau ist das ein bisschen anders. Sie mag vor allem das Fried Chicken und das ganze andere leckere Essen, das ich dann zubereite. In den nächsten Wochen zeige ich euch Videos mit all diesen leckeren Dingen, die ihr jetzt vor euch seht. Heute zeige ich euch zwei Varianten des besten Fried Chickens, die ich persönlich je gegessen habe. Ich verbinde ja zwei Länder mit Fried Chicken. American bzw. Kentucky Fried Chicken, aber auch Korean Fried Chicken. Beide sind auf ihre Art einzigartig lecker. Am Anfang waschen wir das Hühnchen unter kaltem, fließendem Wasser ab. Das ist wichtig, um gegebenenfalls Knochenreste oder Blut abzuwaschen. Ich nutze immer eine Hälfte Hühncheninnenfilet und zur anderen Hälfte Hühnerflügel. Man kann natürlich auch Hühnerbrust oder andere Teile verwenden, aber es gibt keine zarteren Chicken Tenders als mit dem Innenfilet. Des Weiteren müssen wir diese nicht einmal zerschneiden und können diese direkt nutzen. Die Flügel können am Gelenk ganz einfach mit einem Messer zerteilt werden. Wenn man Probleme hat, den Punkt zu finden, einfach das Gelenk brechen und dann durchschneiden. Die Hähnchenstücke in eine Schüssel geben und kräftig mit Salz, und frischem Pfeffer würzen. Danach mit Buttermilch bedecken und für eine Stunde abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Das Hühnchen aus der Buttermilch herausnehmen . Die Gewürzmischung habe ich in zwei Teile geteilt. Den einen Teil der Gewürzmischung zum Hühnchen geben und gut vermischen. Damit die Gewürze gut in das Fleisch einziehen, noch einmal für eine Stunde im Kühlschrank aufbewahren. Jetzt das Mehl mit einem Teelöffel Backpulver und dem zweiten Teil der Gewürzmischung mischen. Darauf achten, dass man wirklich Backpulver und nicht Baking Soda nimmt. Alternativ kann man sich auch einen speziellen Frittiermix kaufen, diese sind in der Regel aber etwas teurer in Deutschland. Jedes Hähnchenteil nach und nach in die Mehlmischung geben und das Mehl leicht festdrücken. Danach für ca. 5 bis 10 Sekunden in eine Schale mit Wasser geben und danach wieder in die Mehlmischung geben und festdrücken. Gut abschütteln und es entsteht schon die typische Struktur des KFC Fried Chickens.
Danach auf ca. 170 bis 180 Grad im Topf oder in der Fritteuse für ca. 8 bis 10 Minuten fertig frittieren. In diesem Kapitel zeige ich euch ein absolut authentisches Korean Fried Chicken und Yangnyeom Chicken Rezept, was so viel bedeutet wie scharf mariniertes Hühnchen. Dazu wäscht und zerkleinert man das Hühnchen genauso wie bei der KFC-Variante. Dann gibt man es in eine kleine Schüssel, in der gesalzen und gepfeffert wird. Die Milch sollte das Hähnchen bedecken. Dann wird es für mindestens 30 Minuten abgedeckt in den Kühlschrank gegeben. In der Zwischenzeit machen wir die Marinade, die aber erst ganz am Ende zum Zuge kommt. Wir geben das Gochujang, den Knoblauch, den Ketchup, das Korean Pepper Powder, die Sojasauce, da ist es ganz egal, welche Sojasauce ihr verwendet, den Zucker, den Reissirup oder Zuckersirup. Auch da gilt, wenn ihr den nicht habt, nehmt ein bisschen mehr Zucker. Und am Ende das Wasser in einen Topf. Den Topf unterrühren, langsam erhitzen, bis die Marinade leicht anfängt zu köcheln. Dann direkt wieder vom Herd nehmen und beiseite stellen. Jetzt kommt eine wichtige Schlüsselstelle, die über die Knusprigkeit des Hühnchens mitentscheidet. Das Hühnchen nach circa der halben Stunde herausnehmen und mit dem ersten Teil des koreanischen Frittiermehls löffelweise verrühren. Die Konsistenz der Milch ändert sich und wird etwas dickflüssiger. Wenn du am Anfang zu viel Milch dazugegeben hast, dann brauchst du jetzt auch mehr Frittiermehl als im Rezept angegeben. Auch wenn du das Mehl aus Sparsamkeit mit normalem Mehl mischt, wie ich es bei meinen ersten Versuchen gemacht hatte, wird die Knusprigkeit lange nicht so sein, wie sie eigentlich sein sollte. Für das Panieren habe ich noch einen Trick für euch. Nehmt euch einen Gefrierbeutel oder gut verschließbaren Behälter. Gebt zuerst etwas Frittiermehl in den Beutel und legt dann das Hühnchen nebeneinander in die Tüte. Dann gebt ihr wieder Frittiermehl drauf und legt das Hühnchen wieder darauf. Das wiederholt ihr so lange, bis alles Hühnchen in der Tüte ist. Wichtig dabei ist, dass das Frittiermehl gut verteilt wird. Wenn das restliche Mehl nicht ausreicht, einfach etwas mehr davon nehmen.
Dann die Tüte gut verschließen und schütteln, dass sich die ganze Panade gut verteilt. Im Topf oder der Fritteuse auf 170 Grad 8 bis 10 Minuten fertig frittieren. Dann entweder in der Soße marinieren oder direkt essen. Man kann diese Soße auch einfach wunderbar zum Dippen nutzen. Noch ein kleiner Tipp zum Ende: Die Zutaten bekommt man in jedem gut sortierten Asiamarkt. Da ich selber weiß, wie es ist, am Anfang vor den Regalen zu stehen und nicht zu wissen, was Gochujang ist, habe ich euch am Anfang das Bild der Zutaten gegeben. Wenn jemand dazu noch Fragen hat, kann er natürlich gerne seine Fragen in den Kommentaren loswerden. Ansonsten würde mich brennend interessieren, welche Variante ihr besser findet. Beide kann ich empfehlen und sind für sich perfekt. Ansonsten seid gespannt auf das nächste Video. Ich werde euch zeigen, wie man eine Blooming Onion richtig schön macht. Diese seht ihr in der Mitte dieses Bildes. Bis bald und guten Appetit!